Willst du mitgucken? Der Tatort hat gerade erst begonnen. Keine Lust. Ich hol mir nur was zu trinken, dann gehe ich schlafen. Wieso kann in diesem Haus keiner neues Wasser kalt stellen, wenn er die letzte Flasche nimmt? Ich hol welches aus dem Keller. Auf warme Plörre kann ich verzichten. Danke. Aber du bist nicht wegen des Wassers sauer? Doch. Ach, scheiße. Wieso musste Konstantin hier auch nur wieder auftauchen? Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, könnte ich sofort losheulen. Wenn ich mir vorstelle, dass er mit einer anderen... Das tut weh, ich weiß. Ich möchte bestimmt keine Partei für ihn ergreifen, aber meinst du nicht, du kannst ihm noch mal verzeihen? Nein, niemals. Ich hasse ihn. Wirklich? Dann sag ihm besser, dass es endgültig aus ist. Sonst quälst du dich nur noch länger. Das kann ich nicht. Liebst du ihn noch? Er fehlt mir so. Ball aufgebuckelt, das ist mein Kollege. Lisa? Nein, der Schweinehund. Na, zumindest siehst du es ein. Mensch bringt. Frau Aydin, einer der Tatverdächtigen, der damals geh da mal. von ihren Eltern verhaftet wurde. Michael Wimmer. Lisa ist auf ihrem Zimmer. Erschossen worden. Haben Sie denn noch mal Ärger gehabt? Ach so. mit den Tätern? Oder irgendwas von denen gehört? Willst du nicht noch mal mit ihr reden? Sie will mich ja doch nicht sehen. Wie viele Personen waren denn damals? Also dann gute Nacht. Warte mal. Es war Nacht. Und ich habe noch vorher gesehen. Ich weiß nicht, Lisa würde mir den Hals umdrehen. Und verdient hast du es auch nicht. Gib nicht auf. Habe ich denn überhaupt noch eine Chance? Du bedeutest ihr noch was. Noch immer. Wenn du sie nicht verlieren willst, kämpfe um sie. Ich hatte Sie doch eingeladen. Schon vergessen? Stimmt. Das nächste Mal bin ich wieder dran. Ciao, ciao. Viel Glück. Entschuldige, setz dich doch schon mal. Ich komme gleich, ja? Charlie, Ja? vor diesem Kerl sollten Sie sich in Acht nehmen. Er ist ein unverbesserlicher Schnorrer. Sie sprechen von Herrn von Weinbach. Mit einer kleinen Rechnung fängt es an. Und ehe Sie sich versehen, ist Ihr halbes Vermögen futsch. Ihre Sorge ist wirklich rührend, Carla. Aber was ich mit meinem Geld mache, entscheide ich immer noch selbst. Charlie, was ich gerade über Bernd gesagt habe, das tut mir leid. Es geht mich auch überhaupt nichts an. Ach, dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen. Ich weiß doch selbst, dass er kein Verhältnis zum Geld hat. Und auch ansonsten kein Kind von Traurigkeit ist. Aber irgendwie mag ich ihn. Vielleicht gerade deswegen. Bitte. Er ist ja auch kein schlechter Mensch. Er hat durchaus etwas... Sympathisches? Genau. Manchmal zumindest. Ich finde, er ist ein ganz besonderer Mann, bei dem eine Frau lachen kann und der gleichzeitig auf den Grund ihrer Seele blickt. Dich hat's ganz schön erwischt, was? Nein, so war das nicht gemeint. Ich fühle mich einfach nur wohl mit ihm. Es wird nie langweilig und manchmal ist es sogar richtig nett. Ich sag ja, dich hat's erwischt. So, meinst du? Weiß Bernd, was du für ihn empfindest? Im Moment weiß ich ja selbst noch nichts davon. Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Bis morgen. Tschüss. Na, was brütest du aus? Ich blätter nur ein bisschen in dem Buch herum. Aber eigentlich bin ich hundemüde. Ich sollte schleunigst ins Bett. Schade, ich dachte, wir plaudern noch ein bisschen. Ein andermal. Schlaf gut. Du auch. Sag mal, Carla. Bist du eigentlich glücklich mit Susanne? Warum fragst du? Ich meine, so richtig glücklich. Mit allem, was dazugehört. Liebe, Lust, Geborgenheit, Vertrauen, Leidenschaft. Einfach alles. Susanne ist für mich der liebste,
wichtigste und wertvollste Mensch. Ich kann mir ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Frage beantwortet. Und was ist mit Hannah? Hast du sie bereits ganz vergessen? Die Trauer um Hannah hat lange gedauert. Sehr lange. Und es hat wehgetan. Es war die Hölle. Ja, das verstehe ich gut. Auch noch als ich Susanne kennengelernt habe und ich gespürt habe, dass sie sich in mich verguckt hat. Eigentlich war das die schlimmste Zeit. Wieso? Na, weil ich Schuldgefühle hatte ohne Ende. Hannah war tot und ich sollte glücklich sein? Das war undenkbar. Verstehe. Deshalb war es am Anfang auch so schwierig mit Susanne. Ich habe sie immer wieder zurückgewiesen, weil ich innerlich noch gar nicht bereit dazu war. Zum Glück kann sie ganz schön hartnäckig sein. Und auch wenn ich jetzt mit Susanne zusammen bin, Hannah wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ja, aber hat Susanne damit kein Problem? Sie weiß ja, dass es nicht anders geht. Erinnerungen kann man nicht so einfach wegoperieren wie einen Blinddarm. Und Hannah hätte sowieso nur gewollt, dass du wieder glücklich bist. Genau. Kann es sein, dass du verliebt bist? Wie kommst du denn darauf? Nein. Na, warum interessierst du dich sonst für diese Geschichte? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es in meinem Leben noch mal eine andere Frau gibt als Cecile. Na? Stehst du schon lange hier? Nein, rein zufällig. Sie spielt gut. Ja, sie spielt fantastisch. Und sie ist sehr hübsch. Und so angenehm im Umgang, nicht wahr? Ja, ist mir auch aufgefallen. Jetzt verstehe ich auch, warum du gerade so interessiert warst an der Geschichte zwischen Hannah und mir. Was? Du hast mich angelogen. Du bist nämlich doch verliebt. Bis über beide Ohren. In unser kleines Dienstmädchen. Carla, ich will nichts von Sarah. Nein. Mir gefällt ihre Musik, mehr nicht. Ja, die natürlich auch. Mein Gott, wir verstehen uns eben ganz gut. Und manchmal unternehmen wir auch was miteinander. Ja. Mehr nicht. Nein. Ja, ich glaube, ich habe da was falsch verstanden. Ja, das hast du. Hallo, Sarah. Hallo. Hallo. Entschuldigung, ich hätte vorher um Erlaubnis fragen sollen. Nein, nein, es hat uns wirklich gut gefallen. Es hat uns sogar sehr gut gefallen. Vor allem meinem Bruder. Neue Männer braucht das Land. Tja, vielleicht müssen wir unsere Einstellung ändern. Ich weiß nicht. Na, auf jeden Fall sehe ich mich auf der Vernissage mal nach einem Kerl um. Ein Künstler? Willst du einen Künstler als Vater? Oh nee, ich möchte nicht, dass unser Kind aussieht wie Van Gogh oder Toulouse-Lautrec. Was ist mit einem wie Franz Marc? Oder wie wär's mit einem Schriftsteller? Der dann einen Roman über sein Leben als Leihvater schreibt, weil ihm nichts Besseres einfällt. Nee, danke. Wir brauchen einen Sportler. Oder einen Fußballer. Fußballer? Mir wird schon übel, wenn die den Mund aufmachen. Was willst du denn mit einem Fußballer? Na, Fußball spielen. Also auf Tennis lasse ich mich runterhandeln oder auf Golf. Hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? Die Kerle, die ich in ihre Golfclubs kutschiere, die haben ihre besten Jahre schon hinter sich. Ich habe Kundschaft. Hoffentlich keinen Fußballer. Wir brauchen einen sportlichen, intelligenten Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Ja, Bis später. gut, bis später. Tschüss. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht gleich reagiert habe.
Danke. Und die Frauen im Rheinland sind immer noch so direkt? Dann sind Sie gar nicht das erste Mal in Düsseldorf? Ich habe sogar mal hier gewohnt. Ach, was Sie nicht sagen. Dann kehrt jetzt der verlorene Sohn in die Heimat zurück? Nicht ganz. Aber Ihnen gefällt Düsseldorf. Ja, eine der charmantesten Kleinstädte, die ich kenne. Und wo haben Sie vorher gewohnt, wenn Ihnen Düsseldorf so klein vorkommt? In New York? Hamburg. Schöne Stadt. Schlechtes Wetter. Hier wachsen ja auch nicht gerade Palmen. Haben Sie gerade einen Bekannten entdeckt? Nein, aber der Bäcker da hinten hat die besten Nussecken. Möchten Sie eine? Sehr gerne, aber ich glaube, umdrehen, das lohnt sich nicht. Wer redet denn hier von umdrehen? Können Sie zaubern? Hellsehen. Also wenn man mir vor 1,5 Jahren gesagt hätte, dass ich mal Taxi fahren würde, ich hätte jeden für verrückt erklärt. Und ich jeden, der mir prophezeit hätte, dass ich jemals nach Düsseldorf zurückkomme. Also dann wären Sie doch wieder sesshaft hier. Bis jetzt habe ich noch keine gegenteilige Aussage gemacht. So spricht nur ein Jurist. Oh Gott, hört man das? Beim Taxifahren lernt man Menschen kennen. Was war denn bis jetzt Ihre schönste Taxifahrt? Das war bei einer meiner ersten Schichten. Oh, ich hatte einen fürchterlichen Tag hinter mir. Ich wollte schon aufhören. Da stieg ein Engel in mein Taxi. Und wo saß Ihr Engel genau? Da, wo Sie jetzt sitzen. Und was macht ein Jurist wie Sie hier? Ich übernehme eine Kanzlei. Hört sich gut an. Da hinten an der Ecke ist ein... Italiener. Da habe ich mir mal den Magen verdorben. Sie auch? Lassen Sie mich raten. Lasagne? Frutti di Mare. Nie wieder. Wir sind gleich beim Schneiders. Dem besten Restaurant der Stadt. Sie kennen sich aus. Vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, weil... Weil? Naja, was ich mag, dem bleibe ich treu. Ich auch. Er sagt, Fortpflanzung kommt für ihn nicht in Frage, weil seine Bilder seine Kinder sind. Ich hab's ja gleich gesagt, mit Künstlern wird das nichts. Ja. Was ist mit deinem Fußball? Hast du schon einen gesehen? Die waren alle beim Training. Das darf doch nicht wahr sein. Wo gibt's noch Männer? Wo sollen wir suchen? In Kasernen, Schlachthöfen, Baustellen. Ja, sehr verlockend. Ich hatte heute einen Fahrgast, mit dem war es ganz lustig. Ach, und? Was war der? Clown? Nee, Anwalt. Ach, na, dann ist es ein Macho. Obwohl, es gibt auch Softie-Anwälte. Weder noch. Er war weder Softie noch Macho. Er war humorvoll, geistreich. Irgendwie ganz normal. Ganz normal? Solche Männer gibt's auch? Und sportlich umdrehen. Hast du seine Nummer? Ich habe noch nicht mal seinen Namen. Susanne, du triffst unseren potenziellen Leihvater und fragst doch nicht mal nach seiner Nummer? Hey, wenn wir Glück haben, können wir ihn noch treffen. Wo? Im Schneiders, da habe ich ihn vorhin abgesetzt. Na los? Worauf wartest du noch? Komm. Ah, ja. Das hat dich aber ganz schön erwischt. Muss ja ein Teufelskerl sein. Wie sieht unser Traummann noch mal aus? Gut. Danke. So genau wollte ich es nicht wissen. Geht's etwas präziser? Ein markantes Gesicht, gut gebaut, charmantes Lächeln. Der. Nein. Er hatte ein schönes Lachen. Ja, wie denn? Voll, warmherzig, so wie dieses Lachen. Das ist er. Das ist mein Fahrgast, der absolute Traumtyp. Lars.